Moin Moin und herzlich willkommen, liebe Leute. Ich bin die Zementente, das hier ist Cole Phelps und mit dem spielen wir L.A.Noire. Und nachdem wir in der letzten Folge einen sehr dubiosen Boss einer sehr großen Wohnungsbaugesellschaft interviewt haben, suchen wir jetzt ein Telefon, das es hier irgendwo geben soll. Dieses da. Nehmen wir dieses da. Hier. Operator, give me R&I. Putting you through now. Phelps, badge 1247. How could I help, Detective? Going to church doesn't make you any Can you more check whether we are Christian still than holding a standing in Herbert garage Chapman? makes you a Let me fraud. find out for you. He was released this morning, Detective. I'm sorry, Detective. Not your fault. Can you give me a last known address and put Zu out an schwerwiegenden inneren Verletzungen und er I'll get back to you, Detective. APB will go out over KGPL shortly. verstarb ungefähr 10 Thanks, Minuten man. nach dem Dacheinsturz an inneren Blutungen. I love the Huch. chase till the minute I win it. A beautiful face till there's love for me in it. Give me your heart and baby I'll bill it. 'Cause I always kill the things I love. Some Buy me a drink, Cole? for the No. sake of a Not even for old time's sake? Not even for that. You're not gonna ask me why I'm here? I wouldn't give you the pleasure. You'll get around to it. She's in fine voice this evening. I wonder how the commander would feel Save the about... threats for someone who cares about them, Roy. You're breaking my heart, Cole. You know how I feel about you. Stay away from Elysian Fields. I should have known that you were playing errand boy. You and your doofus partner. You have been warned. Thanks for your cooperation, officer. I love you. Stay away. You have no idea the type of people that are involved in that company. I have a pretty good idea, Roy. The same kind of people that sent you here. Your investigation is finished. Homicide will be taking over from here. I've heard we've had a spate of grass fires in the hills that you and that hunchback might be able to handle. Thanks for the drink, Cole. Mhm. You get the message about Monroe? Yeah, Earl delivered it. You? McKelty. He started making noises about my pension. Sorry about that, Herschel. I didn't mean to drag you into this. Save it, Phelps. Monroe's an asswipe. And so was Earl. And so was McKelty when it's all said and done. KGPL calling car 11K, 11K, go ahead. 11K, the last known address of suspect Herbert Chapman is 650 North Kingsley Drive in Wilshire. Roger that, KGPL. 11K en route. Let's go pick him up. Mhm. Ja, und wahrscheinlich können wir den dann... Sugarloaf, didn't you? I did, but I don't like to talk about it. You come across a guy called Jack Kelso out that way? You know Jack Kelso? He's an insurance investigator over at California Fire and Life. Our paths cross from time to time. For some reason, seeing you makes me think of him. Has Jack spoken to you about his experiences on Sugarloaf? Or the rest of the campaign? Jack keeps stum just like you do. I know what it feels like to get back from conflict. You gotta respect that. Okay, erstens gute Information, dass Jack Kelso da arbeitet. Die könnten wir bestimmt nochmal in irgendeinem Fall dann gebrauchen. Zweitens, spannend, dass die sich kennen. Und viertens, werden wir jetzt zu diesem Chapman fahren, den verhaften. Einfach sagen, hier, das war's. Der hat's Feuer gemacht, fertig. Und dann alles darauf beruhen lassen, weil uns alle möglichen Leute bedrohen. Oder wie läuft das? Ich weiß es nicht. Wir gucken mal kurz auf die Karte. Ist auf dem Weg, wo wir hinwollen, nochmal irgendwas versteckt. Da wollen wir hin. Nö, ja, dann fahren wir doch hier vorbei. Weil wir es können.
Und weil ich das Gefühl habe, dass das Spiel sich ja mittlerweile doch etwas zuspitzt von der Geschichte her und ich dann langsam aber sicher Richtung Ende steuere. Und ich glaube nicht, dass ich noch extra Folgen machen will, wo ich Autos sammle. Und deswegen sammle ich jetzt so peu à peu nochmal alles ein, was uns so ungefähr auf dem Weg liegt, damit ihr möglichst viel vom Spiel noch mitkriegt. Und alles gut, ist doch easy. Oh, halt, da will ich hoch. Das sieht cool aus. Dieser Weg hier sieht witzig aus, da will ich einmal lang fahren. Entschuldigung. Das finde ich lustig hier. Ja, jedenfalls, ich will ein bisschen was mitnehmen, damit ihr noch viel seht. Und ich weiß halt auch nicht, wie lange das Spiel jetzt noch geht, denn ich spiele es ja blind mit euch. Und das ist ja witzig hier. Was ist denn das? Wohnen hier die Schönen und Reichen? So sehen die Häuser zumindest aus. Krass, aber dafür sind halt sehr unausgebaute Straßen eigentlich. Naja, egal. Interessant. Jedenfalls... Entschuldigung. Jedenfalls machen wir in diesem Fall eine ganze Menge Sachen. Jedenfalls nehme ich jetzt unterwegs immer mal, wenn wir so eine kleinere Strecke fahren, so ein paar Autos mit, denke ich mal. Und dann haben wir da auch ein bisschen was... Alter, wie schlecht ich aktuell gerade fahre. Meine Herren, ich bin gerade echt irgendwie... nee, eine weiter noch. Ja, nicht losfahren jetzt. Das ist ein bisschen dumm in dieser Situation, in der wir uns hier befinden. Ich komme hier nicht weg. Ja, dann halt nicht. So, wie weit ist denn das noch? Ich hoffe, das ist nicht so weit. Nee, das geht. Das kann man notfalls zu Fuß laufen. Müssen wir sowieso wahrscheinlich, weil wir irgendwo zwischen den Häusern lang müssen, denke ich mal. Ja, schwerwiegendes Schicksal. Jedenfalls bin ich mal gespannt, wie dieser Fall sich jetzt weiterentwickelt, denn das ist echt spannend hier gerade. Also muss man jetzt mal auch so sagen, die Drohung von Roy Earl, hätte ja echt Bock. Also ich bin gespannt, nachdem mir das Spiel ja so mit der Elsa nochmal so richtig einen verpasst hat. Moment. Nee, am anderen Ende des Hauses. Ich möchte eigentlich Roy Earl so richtig einen... Am liebsten würde ich mich mit Roy Earl in so einen kleinen Faustkampf begeben und ihn einfach kaputt hauen, so. Und irgendwie diese ganze Sache so ein bisschen wieder gerade biegen zumindest. Aha, das ist also hier in der Garage irgendwo. Wenn wir jetzt den Eingang dazu finden. Ach, hier. Und da bin ich mal gespannt. Oh. Ein Luxus. Ein Batmobil. Ja, und jedenfalls... Oh, ist der schnell. Ich schätze mal, ja, Herschel wird uns nicht nachkommen, bevor wir nicht zum Ziel kommen. Okay. Uiuiui. Krass. Jedenfalls würde ich ganz gerne noch irgendwie ein Happy Ending haben, aber ich traue diesem Spiel durchaus zu, dass es keins für mich parat hat. Da fährt einer ohne Tür. Ich traue diesem Spiel echt zu, dass wir am Ende irgendwie die Arschlöcher vom Dienst sind. Die irgendwie für alles verantwortlich gemacht werden und als Scapegoat genutzt werden, um irgendwelche Korruptionsskandale zu verstecken. Es wäre nicht das erste Mal, dass das Spiel das so tut und es wäre halt einfach auch nicht ungewöhnlich, dass die Story so endet. Ich bin gespannt. Ich spiele auch gerade sehr, sehr gerne mit euch und weiter. Also ich mag gerade gar nicht aufhören zu zocken, wenn ich ehrlich bin, weil mich echt interessiert, wie die Story ausgeht. Ich weiß es nicht. Hier? Irgendwo? Ah, wir haben sogar das richtige Auto dabei. Cool. Ach, guck mal. We're looking for Herbert Chapman. I'm looking for him too. I need him to move his car so I can mow the lawn. He's definitely not here. I've been banging on his door off and on for a couple of hours. Yeah, he's out somewhere. There's some kind of Let's problem. take a look at the car. Ja, wir sollen uns das Auto ansehen. Ach, guck mal. Let's see what he's hauling around. Das kennen wir doch schon. Das wissen wir auch schon. Können wir das noch aufmachen? Müssen wir warten, bis das da unten alles weg ist? Ja. Das sind diese Dinger, die man... Motive, Opportunity and Hard Evidence. Yep, genau. Das sind diese Spiralen, die man benutzt für diese Branddinger, damit man genug Zeit hat. Was haben wir hier? Munition. Mhm.
Oh, it's a disgrace. Leaving your wife for a drug fiend? Mhm. Warum fehlen da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8? We should revise the APB. It's clearly armed. Ja, das stimmt. Was haben wir hier links? Ist das so ein Flyer? Ja. Mhm. It's been a year. What's he waiting for? Definitely gives him opportunity. Können wir noch irgendwas angucken? Da oben den Flyer links? Nee, ne? Ah ne, da ist schon die Cutscene. Ach, Mensch. Hold it, Cole. There he is. It's Chapman. He's coming out of the laundromat. Shit. He's seen us. Cops. Again. Was? Son of a bitch. He must have caught the trolley. We gotta move fast, Och, jetzt hat er Cole. gerade so ein schönes Auto. Kann ich das andere I'll Auto call haben? this in. Get some cars dispatched. Car 11K calling KGPL. Oh, ich glaube nicht, dass wir den... 11K requesting assistance. In pursuit of suspect aboard the 1110 University streetcar. Currently heading east on Melrose Avenue. Advise all units. Suspect is in control of car and driving dangerously. Roger, 11K. All units, officers need assistance on Melrose Avenue. A suspect aboard the 1110 University streetcar headed eastbound. Approach with caution. Suspect is in control of the streetcar and driving dangerously. Units to handle code 3 identified. Stay on his ass, Cole. Don't lose him. Ja, ich versuch's. Ich muss mal den Autos ausweichen, die er da in den Weg stellt. Kann ich den irgendwie... Also ich kann den auch nicht überholen. Immer wenn ich so... ansatzweise... See if he can damage one of the wheels. Might act like a brake and slow the thing down. Okay. Ich versuche die ganze Zeit den zu It's no überholen. good. Ja. We need to get closer. Hold him tight, Cole. As soon as he ditches the tram, we'll be there to grab him. Die Frage ist, hat diese Bahn sowas wie... Die funktioniert nicht über Strom. Das heißt, die würde doch im Prinzip unendlich lange Get me funktionieren. closer to the driver's cabin. I'll plug Chapman. Oh, das sieht gut aus. End of the line, you little prick. Come on, Cole. Looks like we have our man, Cole. Well done. I'm not so sure. Chapman seemed to have his own agenda. There seems to be more to this than a personal vendetta. What are you talking about? The fires benefit Elysian in some way. I don't see Chapman and Monroe working together. You have a point. The evidence is good for Chapman. It's hard to be worrying about his side of the story when he's blasting away with that big 45. Oder auch, was Herschel sagen will, ist, wenn wir den Fall weiterverfolgen, verlieren wir unseren Job. Nice work, gentlemen. Put yourself at considerable risk stopping that trolley and probably saved a lot of lives. Anyone else but you, Phelps, and you'd be up for a bravery award. We've had our eyes on that slippery son of a bitch Chapman for as long as I can remember. I couldn't be happier than to wipe him off the scoreboard. I hope this puts to bed that crazy stuff you had going about Leland Monroe. What were you thinking, Phelps? We'll be calling Richard Nixon a crook next. What is it? A letter from Lou. His insurance policy named me beneficiary. California Fire and Life. You worked for Elysian? The roof that he was working on collapsed. It's a very generous settlement. Elsa, I'd like you to do something for me. I think there's something dirty about Elysian Fields. What has that got to do with Lou? I want you to reject this settlement. I want you to go and see an investigator named Jack Kelso and ask him to make some inquiries about Lou's case. Isn't this police work? Do you want to find out what happened to Lou? Why would he help, this Kelso? Jack won't be able to help himself if he smells a rat. He's a friend of yours? He hates my guts. Elsa, you could take this money and let them get away with it, or we could get Jack's help and do something about it. Why not be honest with this man, Cole?
He deserves your honesty if you want his help. Believe me, Elsa, I'd like to level with him. I really would, but it's too late. Years too late. Mhm. Seltsame Cutscene, interessante Cutscene, mitten Zufälle gibt's ja immer wieder und so. Kurzer, knackiger Fall. Nicht lang, war schön, hat Spaß gemacht. Die Geschichte nimmt richtig gut Fahrt auf gerade. Wieso haben wir eigentlich nur 4 Sterne? Wir haben alles gefunden. Also ein bisschen viel Fahrzeugschaden wahrscheinlich. Ja, passiert. Ja, ich würde sagen, liebe Leute, ich mache für heute hier an dieser Stelle Schluss und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Aber wir gucken uns noch an, wie der nächste Fall anfängt. Das kennt ihr ja. Das sehen wir dann zwar zweimal, aber ich gucke da noch mal mit euch rein. Bin neugierig. Die Geschichte ist so spannend. Ein Streichholzhaus. Ja, sehr clever. Und geht's jetzt weiter mit dem Kelso-Fall? Oh, ist das spannend. Will wissen. Mr. Kelso? That's what the sign on the door says, miss. Ach, spielen wir jetzt als Kelso? Das ist ja witzig. Also Lichtman und so weiter. Sehr geehrte Miss Lichtman, bezüglich der Angelegenheit Police Nummer so und so und dem plötzlichen Tod von Mr. Louisian Buchwalter informiere ich Sie mit diesem Schreiben darüber, dass Sie zur alleinigen Anspruchsberechtigten von Mr. Buchwalters Abfindung werden. Beigefügt finden Sie einen Scheck über $20.000, dem maximal auszahlbaren Betrag nach Klausel 4a der Life-Care-Risiko-Lebensversicherung von Mr. Buchwalter. Wenn Sie diesen Auszahlungsbetrag anfechten möchten, melden Sie sich bitte per postalischer Rückantwort oder telefonisch während unserer Geschäftszeiten bei unserem Verwaltungsbüro. Mit Beileidsbekundung Clarence W. Fleming, Schadensprüfer, California, Feuer- und Lebensversicherung. Zahlen Sie den Betrag von und so weiter $20.000 an Elsa Lichtman aus. There's no need to come into the office, Miss Lichtman. If you accept the settlement, all you need to do is sign here. I don't accept the settlement. What do you mean you don't accept? I think you're pushing your luck, lady. This seems to be a ridiculously generous settlement. A $200 policy with a $20,000 payout? You should... I don't want the money. What do you mean you don't want the money? I want you to investigate this case. I feel my friend may have been the victim of foul play. Okay. Let me get the case file. Ja, jetzt mache ich doch weiter. Ich spiele Jack Kelso, das ist so spannend. Ja! Gucken wir uns mal hier so ein paar Sachen an. Den Grundriss können wir uns... Okay. Guck mal, da steht doch schon... Moment. Also... Hier nicht mehr als 900 Euro, aber ich glaube, das ist noch was anderes. Ah ja, betreff Versicherungsnummer und so weiter, das ist dieselbe, die wir schon mal hatten. Louisian Buchwalter verstarb beim Ausführen einer Tätigkeit für Elysian Fields Development, als das Dach des Hauses, an dem er gerade arbeitete, einstürzte. Am Dienstag, 28. Januar um ca. 8:30 Uhr morgens stieg Mr. Buchwalter auf die Dachkonstruktion eines Hauses im Normandie Avenue Baugebiet als ein Fehler im Firstbalken diesen zum Nachgeben brachte. Zeugen zufolge rutschte Mr. Buchwalter aus und versuchte sich aufzurichten, indem er sich an einem Deckensparren festhielt. Dieser brach jedoch. Mr. Buchwalter fiel aus ungefähr 7 Metern Höhe auf den Boden. Aua. Sein Fallgewicht führte dazu, dass mehrere Deckenbalken zerbrachen, zusammen mit einem Teil des vorgefertigten Dachstuhls nach innen fielen. Ich muss das ganz kurz einmal auf Englisch lesen. Entschuldige, wenn ich jetzt ganz kurz einen Moment still bin. Ich könnte es natürlich vorlesen. On Tuesday, 28th January at approximately 8:30 in the morning, Mr. Buchwalter was ascending the roof structure of a property in the Normandie Avenue development when a fault in the ridge beam caused it to sag. Witnesses report that Mr. Buchwalter slipped and attempted to right himself by holding onto a ceiling rafter,
but the raft broke. Mr. Buchwalter fell approximately 23 feet to the ground. His falling weight caused several ceiling joists to snap, and these fell inward along with a part of the refabricated roof truss. Aha, okay. Eine spätere Autopsie ergab, dass Mr. Buchwalter einen Schädelbruch erlitt, der vermutlich entstand, als er mit dem Kopf auf einem der Dachbalken aufschlug. Die herunterfallenden Holzteile führten zu schwerwiegenden inneren Verletzungen und er verstarb ungefähr 10 Minuten nach dem Dacheinsturz an inneren Blutungen. Unabhängige Gutachten des Fürstbalkens und des Dachstuhls ergaben, dass Mängel am Holz vor der Installation nicht erkennbar waren. Zeugen berichten, dass Mr. Buchwalter alle notwendigen Sicherheitsvorkehrungen getroffen hatte. Nach Meinung des Ermittlers war der Tod von Lucian Buchwalter eindeutig ein unvermeidbarer Arbeitsunfall, bei dem Elysian Fields Developments keine Schuld trifft. Die Versicherungssumme dieser Police sollte in vollem Umfang an die angegebenen Anspruchsberechtigten ausgezahlt werden. Aha, soweit ja noch nicht so auffällig, außer dass wir natürlich wissen, dass bei Elysian Fields das nicht stimmt und dass wir deswegen mal bezweifeln, dass das wirklich alles richtig war. Timothy Lee und so weiter und so weiter. Sounds like your friend took a hell of a fall. I'm sorry for your loss. Do you mind if I ask you a couple of questions? Of course not. Oh je. Ich wollte doch eigentlich gar nicht... Ich mache hier auf jeden Fall erstmal schnell einen Folgencut und überlege mir kurz in der Pause, wie wir weitermachen. Liebe Leute, ich bin die Zementente, bedanke mich, dass ihr zugesehen habt. Wir sehen uns gleich wieder. Bis dahin wünsche ich alles Gute und sag ciao, ciao.